Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe heute für dich eine kleine Yoga-Sequenz vorbereitet, die in Yoga-Welt als Magic 6 bekannt ist. Es ist eine Yoga-Sequenz, die absolut für jeden machbar ist. Und das Schöne daran, sie nimmt dir nicht so viel Zeit. Das Wichtige an dieser Yoga-Sequenz, dass diese 6 Haltungen, die ausreichend Energieschub geben und dich wieder etwas aufbauen, lassen dabei aber trotzdem den Geist etwas mehr zur Ruhe zu kommen und erlauben deinem Körper in der Dehnung etwas mehr Ruhe und Entspannung zu finden. Es ist sehr schön, wenn du etwas geübter in der Yoga-Welt schon bist. Allerdings, wenn es für dich ein absoluter Neuanfang ist, wäre es schön, wenn du ein paar Hilfsmittel dabei hättest, wie zum Beispiel einen Block, idealerweise 2 Yoga-Blöcke. Und wenn du etwas weicher unter dem Gesäß gerne hättest, fühl dich völlig frei, entweder ein Kissen zu benutzen oder eine kleine Decke. Für den Anfang komm in den Vierfüßlerstand. Setz die Handgelenke unter den Schultergelenken und fächer die Finger ganz weit auseinander. Setz die Knie etwas hinter die Hüftlinie und zieh die Zehenspitzen zu dir ran. Und erlaube dir erstmal mit dem Ausatmen kurz die Augen zu schließen. Und jetzt kontrolliere deinen Atem. Atme durch die Nase tief in die Brust ein und genauso lang und kontrolliert wieder aus. Versuche deinen eigenen tiefen Atemrhythmus finden. Erlaube dich hier 2, 3 Atemzüge zu bleiben. Finde deinen Rhythmus. Durch die Nase tief ein und durch die Nase genauso tief und kontrolliert ausatmen. Und dann gehen wir auch schon in die erste Position und das ist der herabschauende Hund. Bring Gesäß auf die Fersen, streck die Arme soweit es geht nach vorne aus, halte die Fingerspitzen möglichst gefächert. Heb mit dem Einatmen Gesäß zur Decke an. Und erlaube deinen Fersen ganz sanft Richtung Boden zu sinken. Lass den Nacken lang und den Kopf schwer. Wenn du am Anfang deiner Yoga-Praxis bist, erlaube dir deine Knie zu beugen. Atme tief ein und genauso gleichmäßig aus. Ein, aus, ein. Erlaube dir mit dem Ausatmen Gesichtszüge zu lockern und zu entspannen. Ein, aus, ein. Und peu à peu, wenn du etwas geübter bist, kannst du dir erlauben, die Knie mehr durchzustrecken. Ein, aus, ein, aus, gleichmäßig tief ein, genauso tief und intensiv wieder ausatmen. Tief ein, aus, ein, ausatmen. Diese Position wird normalerweise 10 Atemzüge gehalten. Wenn du merkst, es ist für deine Handflächen zu viel für den Anfang, mach kurze Pause, mal wieder setz die Knie zum Boden. Und dann, wenn du
kurzen Druck aus den Handflächen entlastet hast, bring Gesäß wieder auf die Fersen und streck dich wieder in den herabschauenden Hund hoch. Nach 10 Atemzügen beuge die Knie langsam an. Lauf mit den Füßen Richtung Hände vor. Lass die Zeit. Gerne mit gebeugten Knien. Komm näher zu deinen Handflächen. Erlaube den Füßen hüftbreit und parallel zueinander zu bleiben. Wenn der Boden noch etwas entfernt ist, dafür brauchst du die Blöcke und dann fühl dich völlig frei. Die Blöcke so hoch zu stapeln, wie du ihn brauchst, so dass du den Nacken fallen lassen kannst, den Kopf schwer werden lassen kannst und die Hände ganz gut erdest. Wenn du etwas geübter bist, kannst du gerne die Hände Etage tiefer auf die Blöcken platzieren oder die Blöcke gar komplett beiseite lassen und die ganze Handfläche auf den Boden absetzen. Atme ein. Auch hier bleiben wir 10 Atemzüge, lass den Nacken lang und Kopf schwer. Ein. Versuche die Beine durchgestreckt zu lassen. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Ein. Aus. Tief und kontrolliert ein. Ausatmen. Ein. Und ausatmen. Atme nochmal in die Länge ein, strecken Kreuzbein zur Decke hoch. Mit dem Ausatmen beuge die Knie etwas an. Öffne die Füße circa mattenbreit auseinander. Versuch darauf zu achten, dass die Knie und Zehenspitzen in gleiche Richtung schauen. Senke den Gesäß Richtung Boden. Platziere die Ellbogen in die Kniekuhlen hinein und schließ die Hände vor den Brust. Zieh dich mit dem Einatmen aus dem unteren Rücken lang. Und atme aus, behalte die Länge im Rücken und versuch durch den Druck in die Hände die Ellbogen in die Knie zu schieben und dadurch die Beine mehr zur Seite zu öffnen. Manchmal haben wir den etwas verkürzten Achillessehne. In dem Fall ist es schwierig, die Fersen komplett auf den Boden abzusetzen. Bitte fühl dich frei, deine Decke in eine Rolle zu rollen oder die Blöcke unter den Fersen zu platzieren, sodass du den Körpergewicht entspannter verlagern kannst, dich besser hier ausbalancieren kannst und auch hier dich in die Länge ziehst und ausatmen. Ein. Versuch mit dem Ausatmen die Schulter von den Ohren wegzunehmen. Ein. Ausatmen. Ein. Aus. Und streck dich mit jedem Einatmen mit den Scheitelkrone hoch. Und atme aus. Auch in dieser Position bleiben wir 10 Atemzüge. Ein. Aus. Letztes Mal tief ein. Und tief ausatmen. Löse mit dem Ausatmen die Hände. Setz eine Hand vor dir. Hilf dir mit den Händen, wenn du die Blöcke oder die Decke benutzt hast, die unter den Fersen zu entfernen. Und dann eine Hand vor dir, die andere hinter dir auf den Boden. Bring Gesäß auf den Boden runter. Schließ die Füße in der Mitte zusammen. Halte die Knie und Füße fest nebeneinander. Und dann beobachte, ob du dich
leicht in die Höhe ziehen kannst. Manchmal aber sitzen wir nicht ganz auf unseren Sitzhöckern, sondern sind eher ründlicher im unteren Rücken. In dem Fall greif bitte wieder zu deinem Block oder zu deiner Decke. Platziere den Gesäß auf den Block oder auf der Decke. Versuche dich mit der Popokante auf den Block oder auf den Deckenkante hinzusetzen, sodass der Kippmoment in den Becken dir einfach nur leichter fällt. Leg den linken Arm um die Knie, streck mit dem Einatmen den rechten Arm zur Decke hoch. Mit dem Ausatmen behalte die Länge im Rücken, halte die Knie fest aneinander, dreh dich auf. Setz die rechte Hand oder die Fingerspitzen auf den Boden ab. Zieh dich aus dem unteren Rücken in die Länge und mit dem Ausatmen gehe langsam und behutsam in den Twist. Versuche mit jedem Einatmen Scheitelkrone zur Decke hochzustrecken und mit dem Ausatmen dich etwas mehr aufzudrehen. Und ein und aus. Wieder tief und kontrolliert ein, tief und kontrolliert ausatmen. Letztes Mal ein. Wir bleiben nur 5 Atemzüge zu jeder Seite gedreht. Mit dem kommenden Einatmen dreh den Oberkörper nach vorne, wechsel die Arme, rechter Arm um die Beine, streck den linken Arm zur Decke hoch. Mit dem Ausatmen halte die Knie zusammen, dreh dich zur linken Seite auf, setz die Fingerspitzen oder die Hand auf den Boden ab. Atme wieder mit dem Scheitel, Krone zur Decke hoch, zieh dich aus dem unteren Rücken in die Länge. Und mit dem Ausatmen halte die Knie fest zusammen und geh aus dem Bauchnabel in den Twist. Atme ein. Wenn du etwas geübter bist, kannst du gerne die Decke und den Block unter dem Gesäß entfernen und dann auf dem Boden bleiben, die gleiche Position mitmachen. Wieder tief durch die Nase einatmen. Auch zu dieser Seite drehen wir uns 5 Atemzüge. Letztes Mal tief ein und mit dem Ausatmen etwas mehr aufdrehen. Mit dem Einatmen drehen wir den Oberkörper nach vorne, mit dem Ausatmen streck das linke Bein nach vorne aus, benutze die Hände als Stütze neben der Hüfte. Du kannst gerne weiter den Block unter dem Gesäß behalten. Wenn du natürlich etwas intensiver in die Positionen gehen möchtest, entferne den Block unter dem Gesäß. Bring den rechten Fuß an Außenseite vom linken Knie. Bitte schau kurz zu deinem linken Bein. Dein linken Sprunggelenk und die Hüfte sollten ungefähr in einer Linie sein. Mit dem Einatmen setzt die rechte Hand hinter dem Gesäß auf den Boden und streckt den linken Arm zur Decke hoch. Mit dem Ausatmen, du kannst hier den Arm ums Bein legen und dich in die Länge mit dem Einatmen wieder ziehen. Mit dem Ausatmen zieh die linken Zehenspitzen zu dir ran und geh aus dem Bauchnabel in den Twist. Atme ein. Mit dem Ausatmen nimm wieder die Schulter weg von den Ohren. Einatmen, halte den ganzen rechten Fuß und die Zehenspitzenseite auf dem Boden. Nochmal tief durch die Nase ein. Auch in diese Seite bleiben wir 5 Atemzüge. Einatmen, dreh dich langsam erst nach vorne mit dem Einatmen. Mit dem Ausatmen dreh dich kurz zur linken Seite, um den Rücken wieder etwas zu lockern. Einatmen, erst wieder nach vorne drehen. Mit dem Ausatmen streck das rechte Bein nach vorne aus. Mit dem Einatmen nimm den linken Knie hoch zur Brust. Setz den linken Fuß jetzt an Außenseite von der rechten Knie. Halte den rechten Zehenspitzen geflext. Bitte schau wieder, dass deine rechte Sprunggelenk und die Hüfte ungefähr in einer Linie sind und den rechten Fuß nicht zu sehr nach innen fällt. Linke Hand hinter dem Gesäß auf den Boden, streck den rechten Arm.
zur Decke hoch. Mit dem Ausatmen, entweder du legst den Arm wieder ums Bein oder du verhakst den Ellbogen und Knie, beides ist richtig. Zieh dich aus dem unteren Rücken lang, halte den rechten Fuß geflext, das schützt deinen unteren Rücken. Und mit dem Ausatmen, geh aus dem Bauchnabel in den Twist. 5 aktive Atemzüge hier. Ausatmen. Mit jedem Einatmen streck dich wieder mit dem Scheitelkrone zur Decke hoch. Ausatmen, benutze deinen Ellbogen-Knieverschluss, um dich etwas mehr aufzudrehen. Tief einatmen. Tief ausatmen. Durch die Nase tief ein. Tief ausatmen. Strecken Scheitelkrone mit dem Einatmen nochmal hoch und mit dem Ausatmen drehe dich etwas mehr auf. Mit dem Einatmen dreh den Oberkörper langsam erst nach vorne, mit dem Ausatmen dreh dich kurz zur rechten Seite. Um den Wirbelsäule zu lockern, mit dem Einatmen wieder Oberkörper nach vorne, setzt die Füße auf den Boden, beide ab. Setzt die Füße parallel zueinander und nur hüftbreit geöffnet. Platziere die Hände circa Handbreite entfernt hinter dem Gesäß auf den Boden. Ich möchte dich hier bitten, darauf zu achten, dass wenn du in die Position hochgehst, dass dir an keiner Stelle die Schulter irgendwelche Schmerzempfindungen bereiten. Sollte es doch so sein, bitte benutze wieder deine Blöcke. Du kannst an der Stelle von Blöcken auch Bücher benutzen, nur möglichst in der gleichen Dicke. Und du kannst für den Anfang erst die Fingerspitzen nach außen rotieren und die Handflächen auf den Block absetzen. Oder natürlich, wenn du doch etwas intensivere Schulter spüren möchtest, die Fingerspitzen Richtung Ferse platzieren. Heb mit dem Einatmen Brustbein zur Decke an. Behalte die Länge im Rücken und nimm den Kinn zur Brust runter. Mit dem Einatmen schieb gleichmäßig in die Hände und die Füße, heb die Hüfte an. Und jetzt verteile erst ein Körpergewicht gleichmäßig zwischen Händen und Füßen. Lass den Kopf nach hinten sinken. Einatmen, bleib hier. Ausatmen. Wieder tief durch die Nase einatmen. Auch in dieser Position bleiben wir 10 Atemzüge. Sollte es zu viel des Guten sein, fühl dich völlig frei, nach 5 Atemzüge kurz den Gesäß abzusetzen, die Hände zu lockern und dann für die nächsten 5 Atemzüge wieder hochzugehen. Noch 2 Atemzüge ein. Ausatmen und versuche mit jedem Einatmen Hüfte etwas mehr zu sinken. Ausatmen, diese Höhe zu behalten. Einatmen, nimm den Kinn zur Brust. Bring langsam Gesäß Richtung Boden runter. Das waren die ersten 5 Atemzüge. Du kannst gerne weiter die Blöcke benutzen. Ich mache jetzt klassisch auf den Boden. Und mit dem kommenden Einatmen wieder heben, Gesäß vom Boden ab. Verteile den Körpergewicht gleichmäßig zwischen Händen und Füßen. Atme ein, wenn du möchtest, lass mit dem Ausatmen den Kopf wieder zwischen den Schultern nach hinten, nach unten fallen. Tief ein, tief aus, ein, aus, ein, ausatmen, letztes Mal tief einatmen, heb die Hüfte etwas mehr und atme aus, bleib noch hier. Mit dem Einatmen nimm ersten Kinn wieder zur Brust und mit dem Ausatmen sinke die Hüfte Richtung Boden runter. Erlaube dir kurzen Augenblick, die Arme über die Beine zu fallen. Lass die Knie in der Mitte zusammen. Lass den Stirn kurz auf die Knie.
ausatmen, erlaube dir auch für dich bequemen Weg wieder hoch zu kommen und dich langsam zum Stehen zu bewegen. Sanft Richtung Stehen abrollen. Und angekommen wäre noch von mir persönlich eine kleine Empfehlung für dich. Es ist eine Position, die zwar einfach ausschaut, aber wenn man 3 bis 5 Minuten in der Position bleibt, ist ja alles anderes als leicht und dabei geht es nur um den aufrechtes Stehen. Einfach versuche für dich, ersten 3 Minuten drinnen zu bleiben und die Position zu halten. Es richtet alle deine Muskeln, den Bauch, den Rückenmuskulatur, auch die Gesäßmuskulatur, den ganzen Fußsohlenbereich und hilft dir wieder, den Rückenmuskulatur aktivieren, so dass du wirklich aufrecht stehst und deine Haltung allgemein sich verbessern kann. Du hast mit Sicherheit eine freistehende, gerade Wand in der Wohnung. Stell dich mit den Füßen an der Wand, lass die Fersen an die Wand. Erlaube den Waden, wenn die den Waden die Wand erreichen, an die Waden rangelegt zu bleiben. Wenn nicht, ist es nicht weiter schlimm, dann lass dein Gesäß an der Wand. Lass die Füße satt auf den Boden, heb gerne die Zehenspitzen an, roll die Zehenspitzen und dann fächer den Zehen und lass die ganz langsam eins nach dem anderen wieder abrollen. Spüre jetzt aktive Fußsohle, spüre die Gesäßspitzen an der Wand. Roll mit dem Einatmen, Schulter vor, hoch und zurück. Und jetzt lass die Schulterblätter an der Wand, zieh aber die Fingerspitzen Richtung Boden runter. Und jetzt lass noch den Hinterkopf an der Wand. Und erlaube dich hier einfach mal voller Freude 3 Minuten zu bleiben. Zieh dabei den Bauchnabel zur Wirbelsäule hoch. Spüre aktiv Fersen, eventuell deine Waden, Gesäß, Schulterblätter und Hinterkopf an der Wand. Zieh mit jedem Einatmen Bauchnabel zur Wirbelsäule hoch. Atme aus, behalte die Spannung und die Länge. Erlaube dich hier wieder, dein Atem gleichmäßig und kontrolliert zu gestalten. Atme aus. Versuche dich bitte mit den Händen nicht an der Wand zu halten. Das ist nicht nötig. Lass die Fingerspitzen zum Boden ziehen. Du kannst gerne hier weiterbleiben, dir den Timer stellen und 3 ersten Minuten in der Position bleiben und dann, wenn du möchtest, Tag für Tag 1 Minute mehr dazu zu nehmen. Du wirst merken, wie viel gerader, entspannter und richtig korrigiert, ohne ins Hohlkreuz zu fallen, deine Haltung ist. Du wirst merken, wie deine Sitzgewohnheiten im Büro vielleicht, am Tisch sich verändern. Ich wünsche dir viel Spaß beim Weiterüben und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Namaste.